herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich habe jetzt gleich ein Date, deswegen fixer Outfit-Check. Ich finde es cute. Vielleicht nehme ich euch gleich ein bisschen mit. Weiß ich noch nicht ganz genau, ich werde euch aber auf jeden Fall danach berichten. Es ist sehr vielversprechend, ich freue mich sehr. Ich habe echt Zeitdruck, deswegen muss ich jetzt schnell los. Der Vlog fängt fantastisch an. Mir geht es gerade absolut nicht gut. Und ich hatte auch überlegt, ob ich das jetzt irgendwie gar nicht euch zeige oder das komplett rausschneide. Aber da das Thema der Woche Dating ist, werde ich jetzt halt doch drauf eingehen. Vor allem, weil ich glaube, dass es sehr vielen so geht, weil Dating in der heutigen Zeit, glaube ich, echt hart ist. Also zumindest meiner Erfahrung nach, und ich mache es nicht lang. Ich habe noch nie wirklich gedatet. Ich habe halt einfach die Menschen so zufällig kennengelernt. Und ja, mich mit denen getroffen. Und es war aber nie wirklich so, jo, wir haben jetzt ein Date, weil wir suchen einen Menschen für eine Beziehung, sondern es war so, jo, wir finden uns nett und cool und treffen uns. Und dann ist das halt daraus irgendwann entstanden. Und die Erfahrung, die ich bis jetzt mit dem Dating gemacht habe, dieses aktive Daten, ist zum Kotzen. Ist jetzt das zweite Mal, dass ich weine und komplett am Boden zerstört bin wegen einem Menschen, den ich eigentlich nicht mal kenne. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich ein Date. Und ich war fast da. Ich hätte noch 5 Minuten fahren müssen und dann habe ich die Nachricht bekommen, ich kann das leider nicht oder ich kann das nicht, es tut mir leid, du hast was Besseres verdient, ich kann dir das nicht geben. Und dann wurde ich blockiert. Das heißt, ich konnte dann nichts mehr zu sagen, ich konnte die Person nicht mehr erreichen. Und das Schlimme daran ist, dass das nicht eine random Person war, sondern wir haben über mehrere Tage sehr intensiv geschrieben und sehr viel Privates schon ausgetauscht. Und unter anderem auch über Social Anxiety gesprochen, die er hat. Was auch der Grund ist, warum er da so gehandelt hat. Und auf eine Art kann ich es verstehen. Aber es ist einfach mir gegenüber fucking unfair. Und auch ihm gegenüber. Weil so wie ich ihn kennengelernt habe und was er geschrieben hat. Und wir haben auch viel Sprachnachrichten gemacht. Also es ist halt ja dann auch nochmal was anderes. So will er das. Er wollte mich kennenlernen. Er möchte eine Beziehung führen. Und will das alles. Und kriegt dann halt im letzten Moment Panik und macht dicht. Und das verstehe ich halt auf eine Art, weil ich halt selber Social Anxiety habe und generell viel mit Ängsten zu kämpfen habe. Ich persönlich würde aber nie so handeln. Also dieses kurz vorher absagen ist halt die eine Sache, aber dieses dann den Menschen zu blockieren und für ihn zu entscheiden, dass es für den anderen nicht gut ist. Ich entscheide für mich selber, okay? Und wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich kann es nicht, heute noch nicht oder generell nicht und ich möchte nicht mehr, warum hat er mir das dann nicht gesagt, eine Sprachnachricht gemacht oder geschrieben, so, hey, ich merke gerade, ich kann das einfach doch gerade noch nicht, lass uns erst noch ein bisschen weiter schreiben oder lass uns, ja, irgendwann nochmal schreiben, keine Ahnung, aber blockier mich doch nicht. Blockier mich doch nicht. Und lass mich in einer anderen Stadt blöd sitzen, also. Das ist gerade wirklich schlimm für mich, weil es ein toller Mensch war. Und ich das Gefühl hatte, dass ich ihn schon sehr lange kenne, weil wir so viel uns ausgetauscht haben und so viel gemeinsam hatten. Und er war derjenige, der gesagt hat, ich suche was Ernsthaftes, was Langfristiges und ne, ich will viel Zeit mit der Person verbringen. Und ich war so, jo, lass uns erstmal kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eine langfristige Beziehung suche oder. Also grundsätzlich will ich gar nicht daten im Sinne von, ich suche eine Beziehung, sondern ich möchte gerade einfach Menschen kennenlernen. Und dann möchte ich sehen, was daraus wird. Wenn daraus vielleicht eine Beziehung wird, cool. Wenn daraus keine Beziehung wird, nur eine Freundschaft, cool. Wenn daraus gar nichts wird, okay. So, aber ne, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, jo, ich will jetzt einen Menschen in einer Beziehung haben. Nach den Gesprächen mit ihm jetzt gerade aber schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so ist, weil es jetzt gerade so akut ist, aber jetzt gerade in diesem Moment wünsche ich mir genau das, was wir beide eigentlich schon zusammen geplant hatten. Das klingt blöd und wir haben es jetzt auch nicht festgemacht, so, wir haben so drüber gesprochen, so, ja, wenn es was wird, ich stelle es mir so vor und ja, kann ich mir auch vorstellen und dann werde ich
blockiert, bevor wir uns gesehen haben. Und ich verstehe, dass es schwierig ist, super schwer ist, dann so einen Menschen zu treffen und wirklich das durchzuziehen. Ja. Ja. Fällt mir jetzt auch gerade nicht dazu ein, ohne dass ich zu sehr ins Detail gehen müsste. Ja. Ich habe auf jeden Fall dafür den Schnitt vom Vlog unterbrochen. Ich hoffe, dass der trotzdem pünktlich online gekommen ist. Falls nicht, hier einmal meine offizielle Entschuldigung. Weil ich mich gerade einfach nicht konzentrieren kann. Da sind wir nämlich jetzt dann auch beim Daten als neurodivergente Person. Ich könnte jetzt versuchen, mich abzulenken und den Vlog zu machen. Dann wird der aber kacke werden, weil ich es gerade nicht schaffe. Morgen vielleicht. Vielleicht auch in ein paar Stunden. Vielleicht geht es mir dann auch schon besser. Aber jetzt gerade bin ich so reizüberflutet und meine Gefühle sind gerade so präsent, dass ich mich nur auf meine Gefühle auch konzentrieren kann. Das ist nicht cool. Ich mag das übrigens auch nicht, wenn ich so extrem glückliche Gefühle habe. Dann finde ich das genauso kacke, wenn ich mich dann nur darauf konzentrieren kann. Aber natürlich ist es trotzdem nochmal ein schöneres Gefühl, glücklich zu sein als traurig. Ja, riecht der. Danke. Ja, es ist. Ja, ja. Alle dumm. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. So, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Mir geht es nicht wirklich gut, das wäre gelogen, aber mir geht es deutlich besser. Rebecca, sei Dank. Shoutout geht raus, falls du das hier siehst. Danke nochmal. Ja, wir haben ein bisschen telefoniert, ein bisschen gequatscht. Erstmal habe ich mich ein bisschen ausgeheult, mich ein bisschen aufgeregt auch, ein bisschen selbst hinterfragt. Und dann ein bisschen positiv gequatscht, hat auch sehr gut getan. Und dann, ja, ich habe den Vlog tatsächlich erst noch fertig gemacht, so nebenbei so ein bisschen. Ich muss jetzt gleich noch das Thumbnail machen. Und ich werde mich jetzt wieder auf die Arbeit fokussieren. Das hat mir die letzten Wochen auch sehr geholfen. Bei den ganzen Enttäuschungen und so. Und damit geht es mir immer sehr gut, weil mir macht das gerade sehr viel Spaß, hier den ganzen Content für euch zu erstellen. Deswegen an dieser Stelle auch einmal, es bedeutet mir sehr viel, wenn ihr Daumen nach oben da lasst, Kommentar da lasst, das mit Freunden teilt oder auch einfach nur zuschaut. Finde ich cool. Ich danke euch dafür. Wirklich, wirklich vielen, vielen Dank. Das hilft mir sehr, motiviert mich, hilft mir, mehr Menschen zu erreichen, die sich dann vielleicht auch ein bisschen besser fühlen, wenn sie sehen, dass ein Leben halt nicht perfekt ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, worauf ich gerade hinaus wollte. Auf jeden Fall werde ich das jetzt noch machen. Und dann werde ich möglichst erst ins Bett gehen, wenn ich wirklich müde bin, weil sonst weiß ich nämlich, dass ich die ganze Nacht wach liegen werde und nachdenken werde. Also ich muss wirklich so müde sein, dass ich direkt einpennen kann. Zumindest vielleicht noch kurz Serie gucken kann oder so und dann einpenne. So war es nämlich die letzten Nächte, dass ich nicht so wirklich müde eigentlich war, aber ich war so, ja, es ist Zeit ins Bett zu gehen und dann bin ich ins Bett gegangen. War eigentlich gar nicht müde, hatte eigentlich gar keinen Bock zu pennen so. Und dann habe ich nämlich sehr viel nachgedacht und damit ging es mir nicht gut. Deswegen will ich heute wirklich gucken, dass ich, ja, lieber erst sehr spät ins Bett gehe, aber müde bin, als jetzt gleich ins Bett zu gehen. Es ist gleich 10:30. Es ist 10:30. Und dann die ganze Nacht wach zu liegen oder viel zu schlecht zu träumen oder so. Da habe ich keinen Bock drauf, muss ich nicht haben. Dann kann ich jetzt lieber noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen was machen oder, ja, mal gucken. Sehen wir uns morgen. Hi. Ich weiß gerade irgendwie nicht, was ich sagen soll. Mir ging es den ganzen Tag nicht so gut, deswegen habe ich auch nicht gebloggt bisher. Ich habe auch einfach meine Tage, deswegen ging es mir vor allem nicht so gut. Und dann bin ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr sensibel und dann mit dem von gestern.
Ja, aber so langsam habe ich mich wieder ein bisschen gesammelt. Ich habe mich jetzt ein bisschen fresh gemacht und ich werde jetzt gleich einen kleinen entspannten Stream anschmeißen, weil ich habe tatsächlich heute ja mehr oder weniger frei gehabt. Ein bisschen was habe ich schon gemacht, aber sehr entspannt und wirklich nicht viel. Genau. Und ich brauche ein bisschen was zu tun und Ablenkung und alles, was ich nämlich freizeitmäßig versucht habe zu machen, hat nicht hingehauen. Es hat einfach nicht geklappt. Da habe ich dann wieder viel zu viel nachgedacht immer die ganze Zeit und was ich hätte anders machen können oder was gewesen wäre, wenn oder warum. Und das lassen wir. Das lassen wir einfach. Mache ich mir noch meine Ohrringe rein. Die liegen hier so schön. Ja. Ja, so viel dazu. Das versuche ich jetzt so ein bisschen zu vermeiden. Jetzt mache ich gleich einen entspannten Stream und morgen steht dann Podcast und Video drehen an und da habe ich dann wieder relativ viel zu tun, denke ich. Ja, und dann wird das auch. Ich wollte jetzt noch ein kleines Reel eben schnell drehen vorher und dann starte ich den Stream. Hallöchen. Na, ich koche mir gerade Reis tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie, ja, ich kann nicht so gut Reis kochen. Mir brennt der jedes Mal an. Aber es ist mir gerade egal, weil ich habe irgendwie richtig Bock auf Reis und ich habe noch so eine Soße im Kühlschrank stehen und die muss auch mal weg. Ich habe gestern ein bisschen Migräne bekommen. Ich habe auch immer noch Migräne, obwohl ich auch was dagegen genommen habe. Deswegen habe ich heute mehr oder weniger den ganzen Tag im Bett gelegen. Nice. Jetzt habe ich aber gerade keinen Bock mehr und Hunger, deswegen mache ich mir jetzt erstmal was zu essen und setze mich ein bisschen an den Schreibtisch und gucke mal, ob es davon vielleicht besser wird, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass es irgendwann vom länger liegen bleiben halt auch nicht mehr besser wird. Deswegen, ja, versuche ich das jetzt einfach erstmal. Eigentlich wollte ich ja heute Podcast drehen und Video. Da sehe ich mich jetzt gerade noch gar nicht, aber ich habe das extra ja so geplant, dass ich das immer mittwochs mache, damit, wenn genau sowas passiert, ich es auch noch entspannt donnerstags schaffe. Wobei, entspannt kann man es auch nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass der Stream gestern richtig, richtig schön war. Also ich habe 2 Stunden lang einfach nur gelabert. Ja, und das war cool. Das fand ich cool, fand ich richtig schön, hat Spaß gemacht. Hat mir auch voll geholfen, dass es mir besser geht. Also abgesehen davon, dass ich danach, wie gesagt, ein bisschen Migräne bekommen habe, ging es mir aber mental viel, viel besser. Ja, deswegen habe ich beschlossen, werde ich das öfter machen. Ich weiß, das sage ich jetzt hier schon wieder, habe ich schon mal gesagt. Ich fand es richtig entspannt, abends einfach, ja, da zu sitzen, ein bisschen zu labern. Deswegen, it's gonna happen again. Ja, so viel dazu. Ich warte jetzt auf den Reis, bis der fertig ist. Ich hoffe, dass er mir weder anbrennt noch unfertig ist und dass er gut schmeckt. Und dann mal sehen, was der Tag noch so bringt. Mama, du kannst stolz auf mich sein. Ich habe gerade ein Glas Magnesium getrunken. Und ich habe heute Nacht durchgeschlafen. Das war cool. Das war schön. Und ich habe relativ lange heute gepennt, was aber auch halt mit der Migräne ein bisschen zusammenhing. Aber Pablo hat mich mehr oder weniger gelassen. Keine Ahnung, was da heute wieder los war. Deswegen bin ich eigentlich jetzt auch nicht so sehr müde und eigentlich relativ motiviert. Aber wie gesagt, meine Migräne ist halt gerade noch so anflugmäßig da und will sich nicht so ganz verpieseln. Ja. Okay, nevermind, vergesst alles, was ich vorher gesagt habe. Der ist richtig gut geworden diesmal. Das erste Mal, dass ich Reis gekocht habe, den man essen kann und der gut schmeckt. Sir Salem in seiner gewohnten Umgebung. Süß.
Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass ich hier alles umstellen will. Ich weiß noch nicht, ob alles, aber in erster Linie der Schreibtisch, der da ja so kacke vorm Fenster steht, den will ich drehen. Ich hoffe, dass dann Vloggen trotzdem noch entspannt ist, weil ich kein Licht habe. Ich habe ja die Softbox dahinter stehen. Never mind. Ist also egal. Das heißt, ich werde jetzt den Schreibtisch von da an die Wand drehen. So. Ich hoffe, dass das kabeltechnisch jetzt alles hinhaut und ich den überhaupt geschoben kriege, weil der ist krass schwer. Ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Drückt mir die Daumen. Jetzt geht's los. Oh, geht. Easy. Irgendwie cool so. Aber ich glaube, das wäre nicht so optimal. Das war nicht so ganz durchdacht. Hab mich eingesperrt. Ich mag das voll gerne. Ich glaube, mir gefällt das. Ich werde jetzt die Feinheiten machen und dann zeige ich euch das Ergebnis. Hallo, das erste Mal im neuen Hintergrund, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich von hier gestern schon mal... Ich glaube aber nicht. Ich wollte euch eigentlich gerade erzählen, ich mache mich gerade fertig für Podcast-Dreh und Videodreh. Aber mir fällt gerade was auf. Ich bin nämlich in so einem kleinen Autismus-Rabbit-Hole gelandet. Fragt mich wieso, ich erzähle es euch. Weil es mir nicht gut geht, weil ich ja vor ein paar Tagen von 2 Menschen sehr verletzt wurde und es immer wieder in meinem Kopf kreist und ich das jetzt finally beiseite schieben möchte, weil es mir überhaupt nichts bringt, das jetzt weiter zu zerdenken und dieselben Gedanken immer wieder zu haben. Es macht einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich mir jetzt was gesucht, worauf ich mich fixieren kann. Einmal halt Videos machen und so. Und ich habe überlegt, ich habe ja gesagt, ich möchte wieder ein bisschen öfter streamen und so und ein bisschen mehr quatschen. Und deswegen habe ich überlegt, dass ich mir da Content für vorbereite, damit ich halt nicht da sitze und dann vielleicht keine Ahnung habe, worüber ich reden soll, wenn dann mal weniger Leute zuschauen oder keiner in den Chat schreiben mag. Und deswegen bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen am Recherchieren und ich bin gerade, ich habe sehr viele Videos über Autismus gerade geguckt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich da echt noch nicht so viel mit beschäftigt habe und es mich aber eigentlich voll interessiert, weil es mich selber betrifft. Und ich merke gerade, dass mich das extremer betrifft, als ich dachte. Also jetzt gerade in diesem Moment habe ich sogar das Gefühl, dass ich deutlich mehr autistisch bin, als dass ich ADHS habe. Weil voll viele Symptome, die ich dachte, die zum ADHS gehören, autistisch sind. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich gehören sie einfach offiziell auch zu beidem. Deswegen gibt es ja auch diese Überschneidungen teilweise. Und ich merke einfach gerade voll krass, dass die ganzen Struggles, die ich hatte, wahrscheinlich gar nicht das Problem vom ADHS waren, sondern einfach vom Autismus. Gibt mir das gerade auf der einen Seite ein ganz gutes Gefühl, weil ich es halt verstehe und weiß, what's going on. Und auf der anderen Seite gibt mir das ein richtiges Scheißgefühl, weil ich eigentlich langsam dachte, ich verstehe mich und ich weiß besser damit umzugehen und ich weiß, ich muss am ADHS arbeiten. Und jetzt denke ich mir gerade so, nein, ich muss mich jetzt erstmal um eine scheiß Autismusdiagnose kümmern, damit mir da geholfen werden kann. Und Leute, glaubt mir, ich bin dran, aber it's not that easy. 3 Jahre warten, wenn du überhaupt auf irgendeine Warteliste kommst, weil die sagen, ja, wir nehmen nur Leute aus unserem Umkreis, aber in deinem Umkreis wird dir nichts empfohlen, weil da gesagt wird, ja, die sind sehr altbacken und Frauen kriegen da keine Diagnose. Ja, toll. Oh, stressig. Hi, es ist Valentinstag und es ist ein toller Tag. Ich habe tatsächlich gestern Abend noch gedacht so, boah, irgendwie stört's mich gerade voll, dass Valentinstag ist und ich Single bin und gerade eigentlich irgendwie unglücklich damit, aber eigentlich ja auch nicht. Und war so, literally, Valentinstag hat mich noch nie wirklich gejuckt, außer so, okay, so mit 16 war es irgendwie wichtig. Da hatte ich aber auch noch keine eigene Meinung, okay. Aber also mir war es wirklich relativ egal. Also natürlich hätte ich mich gefreut, wenn ich irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit bekommen hätte oder einfach mit meinem Partner
Date Night gehabt hätte. Aber das kann man einfach auch an jedem anderen Tag machen. Ich bin ja auch gar nicht so ein Fan von Geburtstag und Weihnachten. Ganz ehrlich, wenn du mir eine Freude machen willst, dann mach das an irgendeinem random Tag. Da freue ich mich mehr drüber als an einem Tag, wo es so forciert wird. Aber irgendwie war ich gestern in so einem, ach Mann, es ist Valentinstag. Und vor allem, weil ich mich ja auch wegen den Videos und dem Thema diese Woche so intensiv damit beschäftigt habe, war ich voll so, Mann, ich hätte jetzt einfach irgendwie gern jemanden, mit dem ich ein Date habe oder der mir ein kleines Blümchen schenkt oder so. Ja, und ich habe auch gestern Abend noch bis 1 Uhr gearbeitet, weil ich habe ja 2 Tage mehr oder weniger nichts gemacht und musste ein bisschen was aufholen. Und jetzt bin ich wieder im Zeitplan und alles ist fein. Und ich habe so unglaublich gut geschlafen letzte Nacht. Bin erst um 10 aufgestanden, Pablo hat mich nicht geweckt. Okay, er hat ins Schlafzimmer gekackt. Reden wir bitte erstmal nicht weiter drüber, ja? Ist mir egal, weil ich bin richtig glücklich heute. Ich bin richtig zufrieden. Mir geht's richtig gut. Ich habe auf Instagram 3000 Follower jetzt endlich, was mich mega freut. Weil wir haben so voll lange bei diesen 2500 rumgekraxelt und jetzt sind es endlich 3000 und das ist für mich so ein Zeichen, es passiert was und das ist ein richtig schönes Gefühl. Voll das schöne Valentinstagsgeschenk und ich weiß nicht, was los ist, aber mir geht's richtig gut. Ich bin einfach glücklich gerade. Und ich bin auch super zufrieden, dass ich gerade nicht in einer Beziehung bin. Es ist vollkommen fein. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt gerade so ein Momentzustand ist. Ich hoffe, es ist ein Dauerzustand. Aber beide Typen, die mich Anfang der Woche komplett verletzt haben, sind mir gerade komplett egal. Es ist mir super egal. Ich denke mir so, ja, okay, euch Pisser brauche ich halt nicht. Das wusste ich rational vorher auch schon, aber meine Gefühle haben halt noch was anderes gesagt. Und jetzt sind meine Gefühle auch so, okay, irgendwann findest du wen, der genau das ist, was du willst. Und bis dahin bist du halt alleine glücklich. Weil ich bin ja alleine glücklich. Ich bin ja super zufrieden. Ich mag meinen Alltag, wie es ist. Ich liebe es auch gerade, alles an Zeit oder den Großteil an meiner Zeit in den Content zu stecken, weil das eben gerade was ist, was mir so wichtig ist und was mir so viel Spaß macht und was mich so erfüllt. Und deswegen bin ich gerade sehr zufrieden. Ich schneide gerade am Video für Sonntag. Podcast ist fertig, der kommt nachher. Und ja, so sieht's aus. Hättet ihr das gedacht, als der Vlog losging? Dass ich ein paar Tage später so hier sitze? Ich nicht. Oh Leute, ich habe einfach bis 11:30 gepennt heute. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war richtig schockiert, als ich auf die Uhr geguckt habe. Vor allem, Pablo hat mich nicht geweckt. Gut, also diese Kinder von nebenan, Alter. Ich habe erst um 1, halb 2 oder so gepennt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich um 10 ins Bett gegangen bin oder so. Deswegen war es jetzt nicht so krass viel, aber irgendwie halt schon für mich vor allem. Und ich bin vor allem jetzt trotzdem extrem müde. Es ist jetzt schon 3 gleich. Super müde. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich zu viel gepennt habe oder weil ich eigentlich noch mehr Schlaf brauche. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ja in letzter Zeit sehr, sehr schlecht geschlafen habe und jetzt 2 fantastische Nächte hinter mir habe. Also ich habe richtig, richtig gut geschlafen, wirklich. Ich bin nicht aufgewacht und habe gedacht, jo, ich habe einige Stunden gepennt, sondern ich war so, boah, ich bin richtig ausgeruht und oh, die Nacht schon vorbei. Aber nicht im Sinne von, war viel zu kurz, sondern, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass es so lange war. Also kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ob ihr das versteht. Naja, ich bin auf jeden Fall heute Morgen aufgestanden, habe Schlafzimmertür geöffnet und dann lag erstmal meine Vase, die ich gestern an einen neuen Platz gestellt habe, weil ich sie da schön fand mit meinen Sonnenblümchen, auf dem Boden und war kaputt. Ja, fanden die Katzen wohl nicht so schön an dem neuen Ort. Und dann war ich mit Pablo draußen und habe wieder schön demonstrativ meine Over-Ears drüber getragen. Ich glaube, ich habe euch schon häufiger von der Hündin erzählt, die hier frei rumläuft. Also nicht frei, aber Besitzerinnen und Besitzer sind der Meinung, dass sie keine Leine für ihre Hündin brauchen. Und wir wissen ja, dass Pablo ein Vorzeigehund ist und das für ihn gar kein Problem ist. Ja,
Und okay, es war halt schon fast 12 Uhr, das heißt, es war jetzt nicht so früh morgens, aber ich war halt trotzdem gerade erst aufgestanden und hatte keinen Bock, mit irgendwem zu diskutieren, dass er doch bitte seinen Hund bei sich behält. Ja, und diese Hündin kam dann halt einmal auf uns zugelaufen, war aber auch niemand in Sicht. Also ich habe den Besitzer und die Besitzerin habe ich nicht sehen können. Das heißt, dieser Hund hat sich meiner Meinung nach auch relativ weit entfernt, was auch wieder nicht sein sollte. Und natürlich, es kann immer mal vorkommen, dass ein Hund irgendwie mal sich losreißt und mal wegläuft oder so. Aber der hatte halt auch gar keine Leine erst dran. Und ich weiß nicht, ich finde, so wenn man das im Wald macht oder auf einer Wiese oder eben auf Hundewiesen, finde ich das wirklich okay, wenn man einen Hund freilaufen lässt. Aber in so Siedlungen hier, wo man auch weiß, wo viele, viele Hunde sind, macht man das nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir dann halt weitergegangen. Ich habe Pablo dann einfach hochgenommen und habe ihm ein Stück getragen, weil ich hatte keinen Bock auf Diskussionen. Ähm, ja, und dann sind wir halt so weitergegangen in der Runde und dann kurz vor der Haustür kam derselbe Hund einfach nochmal und ich war so, ey, ganz ehrlich. Und dann habe ich nämlich den Besitzer auch gesehen und ich habe ihn richtig böse angeguckt, weil ich finde es unmöglich. Wirklich, das muss nicht sein. Und das ist halt, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Oh mein Gott, witzige Story. Gestern Morgen nämlich kam die mir auch entgegen mit ihrer Hündin ohne Leine. Und da habe dann Pablo enger genommen und bin einen großen Bogen so rumgegangen, bin voll auf Abstand gegangen, ich habe nur kurz hochgeguckt, habe halt registriert, okay, die mit den blöden Hunden ist wieder da und habe dann auf den Boden geguckt, mich auf Pablo konzentriert. Ich habe keine Anstalten gemacht, irgendwie ein Gespräch zu führen, Hallo zu sagen oder sonst irgendwas. Vor allem, weil ich halt auch pisst war, weil da schon wieder ein Hund ohne Leine lang lief. Und dann sind wir vorbeigegangen und dann hat sie, glaube ich, irgendwie Guten Morgen gesagt oder so. Und ich habe es halt kaum gehört. Ich habe es auch nur gehört, weil nämlich danach noch 3-mal Guten Morgen gesagt wurde, jedes Mal lauter werdend, stehen bleibend und instant mich so richtig penetrant anguckend. Ich habe trotzdem nicht hingeguckt und habe nicht reagiert, weil ich so dachte, Junge, wenn ich dir 2-mal nicht antworte, lass doch gut sein. Warum stresst du dich jetzt so, dass ich dir unbedingt Guten Morgen sage, so? Ich habe Kopfhörer drauf, die hat sie auch gesehen. Also es war jetzt nicht, dass ich AirPods drin hatte, die man nicht sehen konnte, sondern ich hatte meine Over-Ears drüber. Keine Kapuze drüber oder so. Man hat gesehen, ich trage Kopfhörer und höre sie wahrscheinlich nicht. Und ich verstehe nicht, wieso sich dann Menschen selber so aufregen, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, gut, dann halt nicht, sondern Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Boah, ja, die Jugend von heute. Oder irgendwie sowas hat sie nämlich dann noch gesagt. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass sie irgendwas gesagt hat, was sie halt so von wegen so, boah, ja, so benimmt man sich ja gar nicht. Oder irgendwie sowas wird sie halt gesagt haben. Und da war ich auch so, Junge, was falsch mit den Leuten? Was ist falsch mit den Leuten? Also mal ganz abgesehen davon, ich möchte jetzt gar nicht auf Social Anxiety, Depression oder sonst irgendwas eingehen, weil ich finde, dass selbst wenn man mir jetzt kommt mit, jo, aus Respekt sagt man dann halt Hallo, ich finde auch aus Respekt respektiert man, wenn ich nicht reden will. Kann ich genauso sagen. Also da werden wir nicht zusammenkommen. Ich fand es einfach absolut unnötig. So, sie kommt mit dem Hund ohne Leine auf mich zu, der schon wieder komplett instant auf uns zuläuft. Ich signalisiere ihr, ich möchte das nicht mit meinem Hund und ich habe kein Interesse auf Konversationen mit ihr oder zwischen unseren Hunden. Und dann macht die mich so blöd von der Seite an. Boah, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich es sehr hasse hier? Dass ich die Menschen unglaublich schlimm finde hier? Und dass ich so schnell wie möglich weg muss. Wirklich, es geht nicht. Also selbst in Duisburg war das angenehmer, weil da hat wenigstens niemand mit mir reden wollen. Da hat mich wenigstens jeder einfach ignoriert. Vielleicht mal ein bisschen blöd angeguckt, aber ich brauchte keine Angst haben, dass irgendwer an mir vorbeigegangen ist und mir Hallo sagen wollte. Das war angenehm. Tatsächlich. Da waren andere Dinge scheiße. Ich möchte Duisburg auf gar keinen Fall gut reden. Das war schlimm, aber so ein paar Vorteile gab es da doch. Hi. Aber ja, morgen habe ich ein Date mit mir selber. Nicht direkt am Valentinstag, aber immer noch in dieser Woche. Habe ich mir vorgenommen. Ich habe mir fest vorgenommen, ich wollte sowieso morgen auf den Flohmarkt gehen. Der war schon letzte Woche geplant. Und ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich bin so, boah, komm, egal, mache ich nicht. Aber nein, ich mache das jetzt. Ich möchte immer Sachen machen und ich möchte auch gerne Sachen alleine machen. Und immer, wenn es dann soweit kommt, bin ich so, ach komm, nee, egal, kann ich auch wann anders. Und dann mache ich es nie.
Tatsächlich möchte ich morgen auch mal ein bisschen offen dafür sein, vielleicht mit Menschen zu sprechen. Das heißt, ich werde meine Kopfhörer trotzdem mitnehmen. Einfach auch für den Fall, wenn ich reizüberflutet bin, um vielleicht auch einfach nur mal kurz zu sagen Stopp oder generell, okay, mir ist zu viel, aber ich will noch nicht nach Hause. Aber ich werde die erstmal nicht tragen. Ja, mal sehen. Ich bin jetzt schon richtig aufgeregt, aber ja, dann nehme ich euch dann morgen für mit. So, Outfit-Check für mein Date mit mir selber auf dem Flohmarkt. Ja, ich finde es cute. Ich fühle mich sehr wohl. Ich hatte gerade richtig Bock. Also ich fange mal vorne an, ja. Also, ich habe eigentlich gut geschlafen, bin aber ultra müde aufgewacht. Bin dann, glaube ich, so um 9 oder so heute aufgestanden und war super unmotiviert und war so, boah, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt heute wirklich mache. Und dann war ich so, nö, ich habe mir das jetzt vorgenommen und habe angefangen, mich zu schminken und fertig zu machen. Und auf einmal hatte ich richtig Bock drauf und es hat wieder richtig Spaß gemacht. Und jetzt stehe ich hier in einem super süßen Outfit, was, by the way, krass bequem ist und richtig süß aussieht. Und das wichtigste Accessoire sind die Kopfhörer, weil die eventuell mein Lifesaver sein werden nachher. Mal sehen, wie gesagt, ich habe mir ja vorgenommen, erstmal ohne dahin zu gehen. Je näher es kommt und je mehr ich darüber nachdenke, dass ich da alleine hingehe und mit Menschen reden muss, kriege ich ein doofes Gefühl im Bauch. Aber egal, wir machen das jetzt. We're gonna do this. Es ist einfach so unglaublich voll. Ich bin gerade fast einfach vorbeigefahren und wieder hätte umgedreht nach Hause. Aber nein, wir machen das jetzt. Meine Angst ist da. Ich ziehe aber durch. Vielleicht aber doch direkt mit Kopfhörern. Weiß ich noch nicht. Oh. Es sind so viele Menschen. Oh mein Gott, könnt ihr euch nicht alle verpissen? Ja, let's go. Das war der schlimmste und schlechteste Flohmarkt, auf dem ich je war. Also wirklich, ich hatte mich ja voll gefreut eigentlich. Und es hätte super chillig werden können, aber das war so schlecht organisiert. Also mal abgesehen davon, dass die Sachen an den Ständen komplett nicht gut waren und mich auch nicht interessiert haben. Aber gut, das kann halt immer passieren. War das so schlecht organisiert. So ein Kuddelmuddel. Die Menschen waren so rücksichtslos. Ich wurde rechts, links angerempelt. Ständig stand man blöd und musste warten, weil man nicht vorbeikam. Und man wusste auch gar nicht, also es gab so keine Richtung, wo geht man jetzt hin, sondern es war einfach super durcheinander. Das war so, so schlimm. Ich war 10 Minuten drin, bin wieder raus, weil ich es so schlimm fand. Es war einfach schlimm. Das hat sich für mich gerade absolut nicht gelohnt. Außer, ja, ich habe mich fertig gemacht, das hat Spaß gemacht, war fein und auch die Fahrt war entspannt, aber den Stress für die Kacke, sorry, nee.